Hier schneidet die seit 1920 bestehende Stadtgrenze zwischen Berlin und Brandenburg die ehemalige Grenze durch Berlin, wie sie von 1945 bzw. 61 bis 1989 bestand. Insgesamt wechselten 1945, 1971, 72 und 88 31 Flächen in und um Berlin ihre Zugehörigkeit. In Blau sehen Sie hier eine von 8 innerstädtischen Flächen, die von West-Berlin erworben wurden. Eine neue Autobahn vom Rand in das Zentrum einer Großstadt zu bauen, ist gewöhnlich schwierig. Hier nicht, denn sie verläuft vom Stadtrand bis zur Stadtautobahn A100 auf dem ehemaligen Todesstreifen. Der Todesstreifen wird hier in Rot auf das 2017er Luftbild Berlins projiziert. In Orange ist das Richtung Osten vorgelagerte Sperrgebiet zu erkennen. In Hellblau das Gebiet hinter der Vorderlandmauer bis zur eigentlichen Sektorengrenze. Auf dem Todesstreifen erkennen Sie in Weiß den 177 Kilometer langen Kolonnenweg. Die Mauer war ein komplexes System aus Sperranlagen. In Blau sehen Sie Vorderlandsperranlagen Richtung Westen, wie Mauern oder Zäune. In Rot die Hinterlandsperranlagen Richtung Osten. Dazwischen immer wieder Wachtürme. Mindestens 266 an der Zahl, davon in der Innenstadt ca. 98. Hier passieren wir die aus dem gleichnamigen Film bekannte Grenzübergangsstelle Sonnenallee. Zudem sehen Sie immer wieder Namen mit einer Jahreszahl. Hier handelt es sich um den Todesort und das Todesjahr eines Maueropfers. Die Mauer kreuzt hier die Kiefholzstraße und macht das mittlere Stück zum Todesstreifen. Hier traf die Mauer auf die Ringbahn und die heutige Baustelle der A100 Stadtautobahnverlängerung. Da aufgrund des Neuköllner Schifffahrtskanals und der Berliner Mauer die Westberliner Wohnhäuser zwischen Harzer Straße und Kielufer nur über längere Umwege erreichbar waren, wurde 1988 das Gebiet Lohmühlenplatz nach West-Berlin transferiert. Weiter den Landwehrkanal entlang bis zur Spree. Hier zog sich der de facto Todesstreifen auf dem Wasser bis zur Elsenbrücke und entlang des Osthafens. Hier entsteht aktuell das Großbauprojekt Media Spree. An der Oberbaumbrücke vorbei, die als Grenzübergangsstelle für Fußgänger diente, führt der Weg entlang der Eastside Gallery. An der Schillingbrücke springt die Mauer wieder auf das Westufer. Der Engeldamm bildet nachfolgend den Todesstreifen. Auf Höhe des wiederhergestellten Engelbeckens wurde der Todesstreifen vollständig überbaut. Auch westlich der Grenzübergangsstelle Heinrich-Heine-Straße wurde und wird der Todesstreifen wieder zu innerstädtischem, geschlossen bebautem Gebiet umgewandelt. Die Zimmerstraße entlang bis zum Potsdamer und Leipziger Platz passieren wir den touristischen Checkpoint Charlie, einen der 3 durch die Amerikaner genutzten alliierten Kontrollpunkte. Hier in Blau zunächst das 1972 an Westberlin transferierte Gebiet des Potsdamer Bahnhofs, nachfolgend das 1988 transferierte Lenné-Dreieck. Am Brandenburger Tor und dem wiederhergestellten Pariser Platz, am Reichstag vorbei, gefolgt von dem auf dem Todesstreifen errichteten Ost und West über die Spree verbindenden Parlamentsbau des Deutschen Bundestages, kommen wir zum heutigen Berliner Hauptbahnhof. Ab hier teilte der Humboldthafen und der Spandauer Schifffahrtskanal Ost- und Westberlin. Hier in Blau das Tauschgebiet der Kieler Brücke, welches 1988 zu Westberlin kam. Auf den ehemaligen Rangiergleisen des Stettiner Bahnhofs, dem heutigen S-Bahnhof Nordbahnhof, erstreckte sich die Mauer bis zur Bernauer Straße, der heutigen zentralen Gedenkstätte der Berliner Mauer. Entlang der Bernauer Straße hatte die SED die sich im Osten befindliche Straßenflucht zugunsten der Grenzanlagen abgerissen. Heute fungiert der Streifen als Freilichtmuseum und Gedenkstätte. Beim heutigen Mauerpark sehen Sie in Hellblau das einzige innerstädtische Tauschgebiet, das jemals überhaupt nach Ostberlin transferiert wurde: die Fläche des Güterbahnhofs Eberswalder Straße. Hier quert die Mauer erneut die Ringbahn. Wir erreichen die Grenzübergangsstelle Bornholmer Straße, an der 1989 die Bürger der DDR die Öffnung der Mauer erzwangen. Der Bahnhof Wollangstraße lag im Ostteil Berlins, gehörte aber zu einer Westberliner S-Bahn-Linie. Der hier der Bahnlinie im Westen folgende Todesstreifen im Osten ist bis heute über weite Strecken unbebaut. Am Bergmann-Borsig-Gelände erfolgt ein Schwenk der Mauer nach Osten, der den Industriekomplex früher nahezu ummauerte.
Auch entlang des Märkischen Viertels blieb der Todesstreifen unbebaut. In Blau das 1988 nach West-Berlin transferierte Gebiet Mönchmühler Straße. Da wir uns nun dem weniger dicht besiedelten Brandenburger Umland nähern, sind die Flächen sowohl des Todesstreifens als auch des Vorderlandsperrgebietes wesentlich großzügiger. Am Tegeler Fließ treffen wir auf die Grenze nach Brandenburg. Der weitere Weg der Berliner Mauer wird ab hier in einem nachfolgenden Video behandelt.